Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind CNC-like Tactical Warfare in den Early Access gestartet, kommende Content-Erweiterungen für Builders of Greece, auch Two Point Museum erschienen, Release-Date zu Roman Triumph bekannt, C&C Dawn of the Tiberium Age mit großem Marine-Patch und die Gerüchte um eine baldige Half-Life 3-Ankündigung verdichten sich weiter. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld für euer liebstes Hobby sparen. Meine heutige Kaufempfehlung an euch ist Two Point Museum, dazu aber gleich noch mehr. And this soundproof door gives our experts the total silence they need as they handle this delicate spectral essence. Passend zum aktuell neu entfachten Hype um die Command & Conquer Serie ist das klar von Red Alert 2 inspirierte Tactical Warfare in seine Early Access Phase gestartet. Im Spiel kämpfen zum Start zwei Fraktionen gegeneinander, die sich zum einen aus den Menschen, also der terranischen Armee zusammensetzen, welche die Überreste der völlig zerstörten Erde gegen die Azar Lions verteidigen, welche von einem erdähnlichen fremden Planeten stammen. Beide Fraktionen sollen sich unterschiedlich spielen lassen und sich gehörig in Sachen Kampffähigkeiten, Panzern, Flugzeugen, Soldaten und Robotern unterscheiden. Tactical Warfare bekommt ihr aktuell mit 20% Rabatt für 15,60 € auf Steam. Seit dem Reveal von Anno 117 haben es vergleichbare Spiele sehr schwer, nicht komplett in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. So geht es auch Builders of Greece, welche das nun mit einem Showcase für zukünftige Content-Erweiterungen ändern wollen. Der Titel, welcher schon eine ganze Weile im Early Access erhältlich ist, soll demnach um neue Mechaniken wie zivile Meilensteine, Rebellionen und den Bau von Gebäuden erweitert werden. Darüber hinaus zeigt man aber auch erstmals das taktische Kampfsystem via Einheitenkarten und kündigt feindliche Banditen an. Wenn ihr schon jetzt einen City-Builder in der Antike sucht und nicht auf Anno 117 warten möchtet, könnte Builders of Greece eventuell ein Blick wert sein. This is the Museum Audio Guide. Take 100. Mit Two Point Museum liefern die Two Point Studios nach dem grandiosen Two Point Hospital und Two Point Campus bereits ihre dritte Aufbausimulation ab. Wie der Name schon sagt, dürft ihr dieses Mal Museen verwalten und diese mit der gewohnt lustigen Art der Reihe gestalten. Ich als großer Two Point Hospital Fan konnte zwar noch nicht selbst reinzocken, die ersten Wertungen und vor allem die Steam-Rezessionen überschlagen sich aber mit Lob für den Titel. Jetzt aber das Wichtigste, bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr Two Point Museum schon jetzt für gerade mal 28 € inklusive Mehrwertsteuer mitnehmen und erhaltet somit für sehr wenig Geld sehr viel Spiel, also gönnt euch. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Friends, bring your family. After all, you can't spell museum without you and me. You must travel to the fringes of my empire. There you will raise your banner. Build homes to raise your families. Der zweite antike City-Builder in den heutigen News ist Roman Triumph. Dieser Titel verlässt sich aber nicht nur rein auf das bewährte Anno-Konzept, sondern baut den City-Builder um ein RTS, in welchem ihr vorrangig auch mit der Verteidigung eurer Stadt gegen Banditen und Fabelwesen beschäftigt seid. So baut ihr hier vorrangig auch Mauern und Befestigungsanlagen, während ihr eine eigene römische Legion auf die Beine stellt und versorgt. Der Mix ist also definitiv spannend und könnte ein richtiger Insider-Tipp werden, welcher mit dem 4. April nun auch seinen Release-Termin für den Early Access erhalten hat. With industry, with entertainment and with temples to our gods. Die Standalone-Mod Dawn of the Tiberium Age, welche auf einer extrem aufgebohrten Version der Tiberian Sun Engine basiert, gibt es bereits seit 2007.
Hier werden quasi alle 4 Fraktionen aus Tiberium Dawn und Red Alert 1 zusammengemixt und gleichzeitig in einer neuen Story samt großen Kampagnen, welche ihr auch im Koop spielen könnt, sinnvoll verwurstelt. Mit Version 13.5.0 ist hierzu diese Woche das große Marine-Update erschienen, welche das Spiel vorrangig zu Wasser extrem erweitert. So verfügen jetzt die GDI beispielsweise über einen neuen mächtigen Flugzeugträger mit überlegener Reichweite, wohingegen die Sowjets mit dem Projekt 941 ein neues Raketen-U-Boot in die Schlacht führen dürfen. Dawn of the Tiberium Age ist vollkommen kostenlos und benötigt auch keinen C&C-Titel, um lauffähig zu sein. Also einfach runterladen und stundenlang Spaß damit haben. Last but not least gibt es auch tatsächlich schon wieder weitere Hinweise auf Half-Life 3. So wurden durch Datenminer weitere Hinweise zum Spiel an die Oberfläche geschaufelt, welche die Existenz eines Projekts namens HLX bereits im vergangenen Jahr bestätigt haben. Dieses HLX-Projekt wurde nun durch Valve um einen Eintrag mit FSR 3 ergänzt, was eigentlich nur auf AMDs Upscaling-Technologie hindeuten sollte. Interessant dabei ist, dass solche Features erst relativ zum Schluss einer Produktion ihren Weg in ein Videospiel finden und damit darauf hindeuten könnten, dass sich Half-Life 3, zu welchem es bereits im Dezember angeblich interne Playtests gab, sich klar auf der Zielgeraden befinden sollte. Damit ist das nun, nach dem im Valve-Code gefundenen HEV-Anzug und den Xen-Gorillas, zu denen es wiederum schon Verweise in Half-Life Alyx gab, der 4. deutliche Hinweis auf die Existenz des Spiels innerhalb eines Jahres. Nach fast 20 Jahren wäre es aber auch echt mal langsam an der Zeit. Oder Valve trollt uns gekonnt. Das ist natürlich auch möglich. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Restwochenende, gönnt euch 2 Point Museum und bis zum nächsten Mal. We got work to do. Dr. Freeman.